Ein 60 Kilo schwerer Cane Corso drückte seinen Kopf gegen den Bauch einer schwangeren Frau. Das Baby trat. Und ab dieser Sekunde, genau dieser Sekunde, wich er nicht mehr von ihrer Seite. Nicht als sie geboren wurde, nicht als sie krabbelte, nicht als sie zum ersten Mal seinen Namen rief. Aber was er um 3:12 Uhr nachts tat, ist der Grund, warum diese Familie sagt, er wurde für sie geboren. Ein 60 Kilo schwerer Cane Corso tat etwas mit 5 Monaten, das niemand in dieser Familie erklären kann. Er drückte seinen massigen Kopf gegen den Bauch einer schwangeren Frau. Und ab diesem Moment, ab der Sekunde, als er den ersten Tritt spürte, wich er nicht mehr. Kein einziges Mal, keinen einzigen Tag. Das ist die Geschichte von Draco und Mila. Und was zwischen den beiden passiert ist, wird eure Sicht auf jeden Hund verändern, den Menschen als gefährlich bezeichnen. Aber was Draco in einer Nacht um 3:12 Uhr tat, das ist der Grund, warum diese Familie glaubt, dass er für sie geboren wurde. Draco kam in die Familie, bevor Mila überhaupt existierte. Er war 8 Wochen alt, pechschwarz, mit Pfoten, die viel zu groß für seinen Körper waren und einem Kopf, der schon aussah wie ein Ziegelstein. Der Züchter sagte, er würde ein Beschützer werden. Die Nachbarn sagten, er würde ein Problem werden. Mit 6 Monaten wog Draco 36 Kilo, an seinem ersten Geburtstag 50. Mit 2 Jahren war er eine 60 Kilo schwere Wand aus schwarzem Muskel, mit einem faltigen Gesicht und Augen, die durch eine Tür starrten. Leute in der Nachbarschaft machten einen großen Bogen um ihn. Eine Frau zog ihr Kind hinter sich, als sie ihn zum ersten Mal sah. Aber zu Hause? Komplett anders. Draco schlief auf dem Sofa, mit den Beinen in der Luft. Er hatte Angst vor dem Staubsauger. Er trug überall einen Plüschelefanten mit sich rum, wie eine Schmusedecke, und jammerte, wenn jemand versuchte, ihn wegzunehmen. Er war, ohne Übertreibung, ein 60 Kilo schweres Baby. Und dann kam das echte Baby. Als Sabine erfuhr, dass sie schwanger war, war die erste Reaktion ihrer Mutter nicht Glückwünsche, sondern „Was machst du jetzt mit diesem Hund?" Alle hatten eine Meinung. Die Nachbarn sagten, ein Cane Corso und ein Neugeborenes, das geht nicht. Eine Kollegin schickte ihr einen Artikel über Angriffe großer Hunderassen. Sogar Markus, ihr Mann, schlug vor, Draco vorübergehend abzugeben, nur bis das Baby größer wäre. Sabine weigerte sich. Er gehört zur Familie, wir geben keine Familie ab. Aber heimlich machte sie sich Sorgen. Sie beobachtete Draco genauer, sie las jeden Artikel, sie konsultierte einen Hundetrainer. Und dann im 5. Monat passierte etwas, das die Debatte für immer beendete. Sabine lag eines Abends auf dem Sofa. Das Baby trat. Heftig. Sie zuckte zusammen. Draco, der auf dem Boden geschlafen hatte, hob den Kopf. Er stand auf, er ging zum Sofa und ohne zu zögern drückte er seinen Kopf gegen ihren Bauch und erstarrte. Das Baby trat wieder. Draco bewegte sich nicht. Seine Augen wurden weich, seine Atmung wurde langsamer. Er blieb 22 Minuten so. Ab diesem Abend schlief Draco jede Nacht neben Sabines Bauch. Nicht am Fußende, nicht auf dem Boden, direkt an ihrem Bauch, sein massiger Kopf genau dort, wo die Tritte am stärksten waren. Er kennt sie schon, sagte Sabine eines Nachts zu Markus. Markus widersprach nicht mehr. Also Leute, genau solche Geschichten sind der Grund, warum wir das hier machen. Am Tag von Milas Geburt lief Draco 9 Stunden lang durchs Haus. Als Sabine und Markus endlich mit der Babyschale nach Hause kamen, stand Draco an der Haustür. Nicht sitzend, stehend, die Ohren nach vorne gerichtet, der Schwanz still. Markus stellte die Babyschale langsam ab. Draco näherte sich, als wäre sie aus Glas. Er schnüffelte an der Decke. Er schnüffelte an Milas winziger Faust. Dann legte er sich neben die Schale und ließ einen langen, langsamen Atemzug los, wie jemand, der monatelang die Luft angehalten hat. Er verließ ihre Seite 3 Tage lang nicht. Sabine musste seinen Wassernapf ins Wohnzimmer bringen. Und das war erst der Anfang. Echt jetzt? Ihr habt immer noch nicht abonniert? Das bricht mir ein bisschen das Herz. Drückt jetzt auf Abo. Ihr müsst sehen, was Draco als nächstes macht. Als Mila wuchs, passte Draco sich an. Als Neugeborene lag er neben ihrem Bettchen wie eine Statue. Als sie anfing zu krabbeln, wurde Draco ihr Schatten.
Er lief hinter ihr her, genau in ihrem Tempo. Wenn sie stoppte, stoppte er. Wenn sie Richtung Treppe krabbelte, stellte sich Draco davor und blockierte den Weg mit seinem Körper. Kein Bellen, kein Knurren, einfach 60 Kilo schwarzer Muskel zwischen einem Baby und einer Treppe. Sabine nannte es die Patrouille. Jeden Morgen krabbelte Mila durchs Haus mit Draco 3 Zentimeter hinter ihr, wie ein Bodyguard, der eine winzige Präsidentin eskortiert. Die Nachbarn fragten nicht mehr nach dem Abgeben. Aber der Moment, der Draco zur Legende machte, passierte an einem Donnerstagabend um 3:12 Uhr nachts. Mila war 11 Monate alt. Sie war den ganzen Tag unruhig, nicht weinend, nicht schreiend, einfach anders. Sabine brachte sie zur gewohnten Zeit ins Bett. Draco nahm seine übliche Position vor der Kinderzimmer ein. Um 3:12 Uhr begann Draco an der Schlafzimmertür zu kratzen. Nicht bellen, kratzen. Beharrlich, rhythmisch, dringend. Markus öffnete die Tür und Draco rannte direkt ins Kinderzimmer. Mila war wach in ihrem Bettchen und machte ein Geräusch, das keiner der beiden Eltern je gehört hatte. Einen harten, bellenden Husten, wie eine Robbe. Ihr kleiner Brustkorb zog sich bei jedem Einatmen nach innen. Es war Pseudokrupp, ein schwerer Fall. Ihre Atemwege schwollen zu. Sie rasten in die Notaufnahme. Die Ärzte sagten, der bellende Husten sei das typische Zeichen und dass bei kleinen Kindern die Atemwege schnell zuschwellen können. Dass sie es früh erkannt hatten, machte den entscheidenden Unterschied. Draco hatte kein Bellen gehört. Er hatte eine Veränderung gehört. Milas normales Quengeln hatte sich in etwas Falsches verwandelt und er hatte es gewusst, bevor die Eltern, bevor der Husten überhaupt offensichtlich wurde. Als sie nach Hause kamen, wartete Draco an der Tür. Er folgte Sabine ins Kinderzimmer und legte sich direkt neben das Bettchen, näher als sonst, seine Nase fast an den Gitterstäben. Er bewegte sich 6 Stunden lang nicht. Manche Geschichten sind zu wichtig, um sie für sich zu behalten. Heute ist Mila 2 Jahre alt. Draco ist 4. Sie nennt ihn Dago. Es war ihr zweites Wort. Das erste war Mama, aber fragt irgendjemanden in diesem Haus, die werden euch sagen, Draco hat es als Papa verstanden. Sie verkleidet ihn, sie klebt ihm Sticker ins Gesicht, sie klaut seinen Plüschelefanten und er lässt sie, obwohl er niemand anderen daran lässt. Sie schläft jeden Abend an seiner Seite ein, ihre winzige Hand auf seiner riesigen Pfote. Draco patrouilliert immer noch, er blockiert die Treppe, er schläft immer noch vor ihrer Tür. Und jeden Morgen um 6:15 Uhr, wenn Mila Dago ruft, ist er schon da, Schwanz langsam wedelnd, Augen weich, wartend. Er wartet seit bevor sie geboren wurde, seit der Nacht, als er den ersten Tritt spürte. Und er hat seitdem nicht aufgehört. Denn manche Hunde beschützen nicht einfach ein Kind, sie beanspruchen eins. Und wenn ein Cane Corso entscheidet, dass du seiner bist, gibt es keine Macht auf dieser Erde, die ihn umstimmen wird. Ist das Liebe oder Instinkt? Schreibt es mir in die Kommentare.